Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anima Gates of Memories. Ja, eine Backtracking-Folge jetzt so ein bisschen, weil ich mal gerne alle Memories zusammen haben möchte. Und ich habe die ganzen Menschen durchsucht, da ist nichts. Da habe ich mich informiert. Ich muss diesen Typen hier befreien. Den mit der Vogelmaske, wenn ich das richtige Informationen habe, um die letzte Memory zu bekommen. Da wir auch noch an, was er sagt. Sorry. Everything is confusing. I was a creator. The greatest of all. But I committed a sin. Now I have only what I deserve. So gesehen, es könnte ja sogar er sein, weil er war auch ein Creator, ne? Wir freeen einfach jetzt mal. Ja. Apropos. Es gibt einen von denen, der mir echt angsteinflößend vorkommt von diesen Typen. Und das ist der mit dem roten Licht hier. I am the one who devours everything. The one who stands over creation itself. I am the power. Nein, vielleicht brauche ich die Schlüssel noch für andere Memories. So. Aber wenn ich richtig gelesen habe, müsste er jetzt irgendwo rumstehen. Also werde ich den Typen jetzt... Geht's eigentlich noch tiefer? Da hinten rechts war ich noch gar nicht, ne? Ich muss mal schauen, ob ich da mal weitergehen kann und sollte. Auf jeden Fall sehen wir uns dann später wieder, wenn ich den Typen wiedergefunden habe. Bis später. So, bevor wir uns doch weiter auf die Suche machen, ich habe einmal kurz diesen Parcours hier durchgerusht. Sogar mit überraschend viel Leben, wie ihr seht. Ich bin voll. Weil die Healing-Skill hat gereicht, dass ich voll bin und ich habe nicht so viel gefällt wie letztes Mal. Und hier ist was versteckt. Holy Claymore, oh. Hier hätte ich ganz am Anfang schon hingekonnt, ne? Na. Ist die Waffe stark? Wenn ja. Da ganz unten. Scheint nicht sehr stark zu sein. Okay, ist einfach eine Beginnerwaffe. So, und jetzt mache ich mir wirklich auf die Suche nach unserem kleinen Birdmaskenfreund. Bis später. So Leute, befinden wir uns gerade in der Hauptzentrale. Und ich habe ihn gefunden. Er findet sich jetzt hier. Stehst du hier jetzt vor dem Gang zum Puppengebiet? Thank you for what you did for me. I was confused when I was locked in that place. Once upon a time, my name was Gaudemus. But it's probably more appropriate to say that I am just the memory of him, created by Nazgul. Okay. In a part of his mind, I committed the sin of surpassing him, and I needed to be punished for that. Okay, also hast du besser als der Puppen gemacht? There is little I can do as a reward, but let me at least share with you the part of Nazgul that is in me. Vaguely, the consciousness of the being that was once Nazgul awakened. He looked at the world through the hundreds of eyes that were his terminals, independent puppets connected to his senses. The entity had witnessed the passage of time with a perspective that only immortality could grant, and was satisfied with the outcome. The only thing that he came to regret was the death of Gaudemus, who passed away before he could see how his legend was surpassed. However, in the end, that didn't really matter either. It was the fate of all those beings who were unable to reach Nazgul's heights. More than 200 years ago, he was forced to flee from the continent, chased by the Inquisition when his true nature was discovered. From that moment on, he traveled from one place to another, until he made his residence in the lost civilizations of the depths of the jungle, since he found their old creative techniques interesting. There, he rebuilt his mansion, and continued with his work, creating beings that transgress the line between the living and artificial. To ensure that no one could oppose him, in that period Nazgul obtained the power to overcome any threat. He surrounded himself with a legion of extremely efficient combat marionettes, and modified his body over and over, until all that was left of its original form was a part of his brain and his spinal cord. Its size grew disproportionately, gaining a height of over 90 feet, and he armed himself with all sorts of artifacts of enormous destructive power. Unfortunately, producing enough energy to move such a structure was very complex, so he was forced to power his generators with hundreds of souls.
This caused his personal power to increase exponentially until he became a vast, living weapon. Now he went on with the same enthusiasm that he had when he was just a small child, with the sole aim of creating new puppets, perfect creatures that, like him, transcend the limits of life itself, and he will continue to do so until the world is ready to change. Okay. Wie soll man bitte darauf kommen, dass man diesen Typen befreien muss? Also für Glück, oder wenn man sich dafür zusammenreimt vielleicht, ja. Hä? Da habt ihr ihn ja doch jetzt. Vielleicht muss er mal raus und wieder reingehen. Oder der zählt nicht dazu, das wäre richtig fies. Ha, jetzt habe ich 5, okay. Fehlt noch bei dem einer. Und Schattenreich fehlt noch einer, okay. Gut, dann schaue ich mal weiter und dann sehen wir wahrscheinlich gleich wieder. So, nächstes Secret. Wir sind jetzt im... Also in diesem Dungeon da mit dem Symbol, welche Reihenfolge wir haben, weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Und hier ist ja noch so ein Teil gewesen. Dann können wir hier reingehen. Und das ist noch eine Tür. Was wird uns hier erwarten? Noch ein Kämpfchen? Moment. Das Tom waren wir doch schon mal, oder? Core of the Fantasy obtained. Okay. Wenn ich weitere Hinweise finde, was ich damit machen soll, sage ich Bescheid. Bis gleich. Mann, ich mag dieses Gebiet einfach so gerne. Aber ich frage erst, wo ich hin muss. Bitte. Wo bin ich denn gerade? Was steht eigentlich auf dem Teil drauf? Auf dem Drop. His mother is net with something far away. Maybe if it's used and appreciate. Ich heißt, ich muss es einfach irgendwo ausprobieren? Ich hätte es einfach nur ausprobieren müssen? Jonathan floated around, watching the world beneath his feet, and created a cup of tea out of thin air. For him, everything was just a toy. A huge playroom full of pieces to entertain him and mitigate his eternal monotony. As he took the first sip, Jonathan thought it was increasingly difficult to find something funny to distract himself with lately. He had tried dozens of characters, playing both hero and villain, helping thousands of people and sentencing just as many others to horrible fates. Light, darkness, weren't they just different aspects of the same thing? No matter how much time passed, Jonathan would not change. He wasn't an adult in a child's body, but a child frozen in time, one that would never grow, an aspect of fantasy itself. What should he do now to have fun? Spielt Anima. Ja. Ich hätte es einfach nur einsetzen müssen, als habe ich gerade umsonst gesucht. Okay. So, damit fehlt nur noch eine einzige Sache. Also schaue ich gleich nochmal ins Schatten-Dungeon rein und dann steige ich jetzt auch wieder rein. Bis gleich. So, und das Spiel hat gerade leider ohne Aufnahme beantwortet, was ich mal wissen wollte. Warum ist dieses Schattenteil noch da, obwohl er besiegt ist? Dieses Schattenteil soll einfach nur eine Memory auf ihn sein. Das heißt, sie müssen halt irgendwie... Ich kann nicht sehen, das ist viel zu dunkel. Müssen also irgendwie dafür sorgen, dass wir... also erstmal muss ich dafür sorgen, dass ich sehen kann. Sehen uns gleich wieder. So, und gleich ist es für mich viel besser. Schauen wir uns mal um. Müsste eigentlich noch irgendwo eine Memory sein. Das Teil ist eigentlich auch eine Memory, würde ich fast schon sagen, oder? Hier ist noch ein Weg. Ah, okay.
Mann! Mann! Komm, ich ärgere, du bist doch schnell! So. Ja, Mann, natürlich sind die noch nicht zu unterschätzen. Der Schattentyp war halt ein schweres Dungeon. Ah, ich muss aufpassen. Okay. Wir gehen eh nochmal einkaufen, bevor wir weiterspielen. Dass wir ruhig jetzt nochmal... Ich gehe den anderen Weg, dass wir ruhig nochmal kurz Potion einsetzen können. Da. Okay, nehme ich mal sie jetzt. Oh, Mist. Danke, wie halten die denn aus? Wo ist der andere? Hat es auch dabei, okay. Okay. Eigentlich machbar, aber extrem nervig. Oh oh. Ja, diese Spinnen waren schon immer so ein kleiner Nemesis von mir. Wenn sich hier die letzte Memory befindet, dann habe ich erstens alle Memories zusammen, die momentan möglich sind. Oh, okay. Jetzt aufpassen. So. So, lebt nur noch einer von denen. Nein. Nein. Oh, okay, das war der letzte Gegner. Hui, 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 hui. Okay. Ah, die letzte Memory. Nice. Ah. Wir sehen uns gleich wieder. Ist gerade was passiert. So, nun können wir es aber beenden. Haben sie dann noch HP für uns? Alle beide voll? The Prince of Crows toyed with his fingers in the air. Each of his gestures drew dark, twisted shapes. With a mixture of boredom and disgust, he rose from his throne and walked down the silent hall towards the large balcony. Around him were hundreds of living nightmares, who bowed and retreated from their master's way. Malekith watched the horizon. Before him was the city of Graven, a majestic and unlimited metropolis like no other in the whole world. Built on a nexus between the darkest dreams and reality, every night it was visited by hundreds of thousands of dreamers. People who, without realizing it, had become its residents. Over the course of 7 centuries, Graven had grown to become the largest core of dark power of the Wake, the City of Nightmares. Malekith insinuated something like a faint smile. All that laid before him were his absolute domains. They were part of him, feeding his powers, and making him the greatest of the Lords of Nightmares. Soon he would manifest Graven on Gaia, extending his influence into the real world. Soon, he would be a god made of dreams and darkness. Soon, he would obtain everything. And... Oh, everything. War das nicht alles vom Text her? Glaube ich ja. Wenn wir trotzdem sagen, man konnte es ja lesen. Damit habe ich gerade das Achievement bekommen, Good Memories, und wir haben alle Memories gesammelt, wie es aussieht. Da wir das Achievement gerade bekommen haben, würde ich fast vermuten jetzt, dass nichts anderes mehr kommen wird. Also keine Memories mehr. Ich muss hier lang. Wahrscheinlich sind die einzigen Möglichkeiten... Ich bin falsch. Ich muss mich beeilen. Ich bin schneller als das Teil, glaube ich. So. Haben es fast. Ich möchte aber sagen, es reicht auch bei dieser Folge.
Ich weiß gar nicht, wie weit das alles zusammengefallen ist. Ich habe ja alles zusammenschneiden, soweit. Ja, dann nächstes Mal wieder. Dann werden wir nächstes Mal 2 Sachen ausprobieren. Und zwar den Void betreten und schauen, was passiert. Und das andere Tor da betreten. Und schauen wir mal, was sich daraus ergibt. Ich hoffe, es gefallen hat. Nächstes Mal wieder ein. Das heißt, Anima Gates of Memories, wenn wir die letzten Sachen erforschen, die uns so offen stehen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.